Auf unserer Panamerikaner-Reise fällen wir eine Entscheidung. Nach einem etwas holprigen Start folgen wir dem Ruf der Puna. Das Gelände ist ziemlich schwierig. Wir wissen auch nicht, ob wir mit unserem Auto wirklich bis dahin kommen. Aber wir probieren es mal. Wir stechen tiefer in die karge Höhenwelt. Dorthin, wo sich Flamingos in Lagunen spiegeln, wo Alpakas zwischen Vulkankegeln grasen. Die Luft ist dünn, die Schritte werden immer schwerer. Für uns und für unseren treuen Van. Was wir auch noch in der Höhe merken, ist, dass nicht nur wir keine Leistung haben, sondern auch Jimmy fast keine Leistung hat. Doch was uns erwartet, ist wie aus einer anderen Welt. Und wir finden etwas, das man mit Worten kaum beschreiben kann. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Ihr erkennt vielleicht das Bild, wir sind weiterhin in der Puna-Ebene. Wir fangen nämlich da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, bei der Laguna Blanca. Wir haben uns aber zumindest mental schon ein bisschen weiter bewegt. Diejenigen, die das Video von letzter Woche kennen, die wissen, wir hatten ein paar Probleme mit dem Van. Wir waren uns nicht sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist, die Puna-Ebene zu fahren. Aber wie haben wir uns entschieden? Wir machen sie. Jawohl. Kann nicht schief gehen. Oder? Naja, es kann sehr viel schief gehen. Aber wir machen es aber trotzdem. Genau. Mal schauen jetzt, ob Jimmy startet und dann geht's los. War nicht ganz so. Nicht ganz so smooth, nein. Okay, aber er läuft. Sehr gut. Es ist ganz lustig. Gemäß den Temperaturen von den Wetterberichten ist es gar nicht mal so wahnsinnig warm hier. In der Nacht sind es auch Minusgrade, aber kaum kommt die Sonne raus, da knallt sie einen so richtig an. Wir haben uns auch, glaube ich, fast jeden Tag schon den Sonnenbrand geholt, den wir hier oben sind. Man spürt es richtig, wie sie einem einfach auf der Haut brennt. Und es wird eben doch auch richtig warm, gerade wenn eben auch die Sonne durch die Scheiben in den Van knallt, da wird es richtig warm. Wir durchfahren die Puna-Ebene ja von Süd nach Norden und der Vorteil vom Süden ist, dass hier ein Teil der Hauptstraße noch asphaltiert ist. Ich finde ja, Schotterpiste ruft immer so nach Abenteuer, da hat man so dieses Adventure-Feeling, aber man merkt auch, egal wie dicht man versucht, einen Van zu kriegen, es gibt immer irgendwelche Ritzen, wo der Staub dann bei den Schotterpisten reinkommt. Das haben wir jetzt auch bei der Laguna Blanca schon gemerkt. Man hat so richtig diesen Staubgeschmack auf der Zunge, ist weniger angenehm. Aber jetzt fahren wir erstmal auch eben auf dieser Asphaltstraße bis zu einer der wenigen Ortschaften, die es hier gibt. El Peñón heißt die. Und unterwegs dahin fahren wir über einen ersten Pass. Der soll 4.500 Meter über Meer sein. Jetzt gerade sind wir auch schon auf 3.500 Metern. Also man merkt, wir fahren langsam hoch. Ich hoffe aber, wir kommen da oben auch mit der Höhe weiterhin gut klar, weil irgendwie so ganz weg ist das Kopfweh noch nicht. Wir merken, sobald es nach oben geht, vor allem auf der Höhe, wird Jimmy ziemlich schnell warm und somit ja, lassen wir quasi die warme Luft vom Motorenraum hier in den Innenraum. Yay! Yeah. Ist ja nicht so, dass es schon sehr warm ist, aber muss sein. Auch wir müssen leiden. Wenn Jimmy leidet, dann leiden auch wir. Man merkt schon, es ist eine ganz andere Welt.
Wir sind jetzt schon auf 3900 Metern und gefühlt fahren wir hier eigentlich nur über leichte Hügel und trotzdem kommen wir schon so hoch. Das sind jetzt 700 Höhenmeter, die wir schon gemacht haben und trotzdem, ja, sieht man das gar nicht der Landschaft so an, weil man eben so auf dieser Hochebene ist. Ja, das ist schon sehr besonders, sehr speziell. Ich würde sagen, den Pass haben wir ganz gut vertragen. Also ein bisschen schwererer Kopf, aber ansonsten ging es total. Und natürlich die Berge, die Landschaft, das ist wieder mal ein Traum. Ja, und dann sieht man auch gleich diesen grünen Fleck in der Ferne, wo El Peñón liegt. Hier in der Region ist es ja oft so, da wo das Wasser aus den Bergen kommt, da ist so eine kleine, ja, eine Art Oase oder der Flusslauf und da befinden sich dann auch die Siedlungen. Denn klar, Wasser ist Leben und dann macht es auch Sinn, da die Siedlungen anzulegen. Und auch die Häuser sind hier wieder so richtig typisch für die Region. Es sind diese Lehmziegel, aus denen die Häuser gebaut werden. Man nimmt halt das, was es gibt in der Region und ich finde das richtig charmant, mir gefällt das richtig gut. Rund um El Peñón gibt es richtig viel zu entdecken. Zum Beispiel auch die Lagune, die wir morgen besuchen gehen wollen. Die liegt auf 4300 Metern und soll richtig speziell sein. Also wir freuen uns, morgen dahin fahren zu können. Aber allgemein, also es gibt hier noch weitere Lagunen, es gibt hier Vulkane, aber auch sehr spezielle Steinformationen. Und von dem her macht es schon Sinn, dass wir heute hier in El Peñón übernachten und da von hier dann quasi die Sachen anschauen gehen. Buenos dias! Ein neuer Tag in der Puna-Hochebene. Es war eine ruhige Nacht, aber es war auch wieder eine frische Nacht. Und deswegen halten wir an unserem ersten Tag des Tages fest. Wir haben in den letzten Tagen auch schon gemerkt, dass das gut hilft, wenn wir, sobald die Sonne aufgeht, erstmal die Motorhaube öffnen und die Sonne auch auf den Motorblock scheinen lassen, damit der sich ein bisschen aufwärmt. Dann ist das mit dem Starten am Morgen auf jeden Fall einfacher. So, ja, jetzt kann der sich aufwärmen. Roberto macht drinnen schon den Van fertig, damit wir losfahren können. Ich merke auch, ich bin ein bisschen außer Atem. Es ist krass, wie einfach so Kleinigkeiten wie einmal um den Van gehen, einfach einen außer Atem bringen. Roberto hat auch ein bisschen Kopfschmerzen, aber ja, wir freuen uns auf das, was wir heute vorhaben. Ich glaube, das wird großartig. Wir haben auch angefangen, hier bei diesen Bedingungen den Motor erstmal ein paar Minuten noch laufen zu lassen, bevor wir ihn belasten und losfahren. Es ist einfach schonender und doch ein bisschen gesünder für ihn. Was aber auch noch anders ist am Auto, wir haben gemerkt, nach einer dieser richtig kalten Nächte haben wir auf einmal ja, einen neuen Riss in der Windschutzscheibe. Also wir sind ja überrascht, wie lange das schon hält, aber an der einen Stelle ist der Riss ein bisschen, ja, hat sich weiterentwickelt und ist ein bisschen länger. Es ist ein bisschen, ja, mal gucken, wie weit er noch weiter wandert. Ist ein bisschen doof. Wir sind jetzt unterwegs zur Laguna Grande. Die liegt etwa knapp 40 Kilometer von hier entfernt. Also natürlich Schotterstraße, weil es ja auch nicht auf der Hauptroute liegt. Und sie liegt auf 4300 Metern über Meer. Das heißt, es ist eine ziemliche Höhe und da müssen wir natürlich auch achten, dass wir mit der Höhe klarkommen. Und so die klassischsten, einfachsten Dinge gegen Höhenkrankheit sind zum Beispiel, dass man viel trinken soll, nicht unbedingt schwer essen und ganz wichtig, alles locker nehmen, schön entspannt bleiben. Und das hilft noch dazu nicht nur uns Menschen, sondern auch dem Auto, weil natürlich auch das Auto merkt die Höhe. Also alles entspannt machen, alles ruhig. Tranquilo. Tranquilo.
Landschaft hier in das Tal nach hinten ist ja wieder mal der Wahnsinn. Das ist so besonders. Das sieht wirklich nicht real aus. Es sieht unwirklich aus. Ja, wirklich. Unglaublich. Aber was uns erstaunt, wir haben bis jetzt noch keine Tiere gesehen. Also bisher auf der Fahrt hierher hatten wir ja viele Vicunias, eben auch ein paar Flamingos auf der Laguna Blanca. Aber hier jetzt irgendwie noch gar nichts. Es ist sehr karg, aber eigentlich fahren wir hier nach hinten, weil wir eigentlich auf Tiere hoffen. Also ja, mal sehen, vielleicht kommen die ja noch. Schau, da sind aber welche. Vor Also 2 Minuten haben wir noch gesagt, wir haben noch keine Vicunias gesehen. Und hier vorne sind ein paar. Nicht viele, aber ein paar. Oh, der Schotter wurde doch zu nervig. Wir dachten ja, bisher waren die Schotterstraßen echt gut. Und wir müssten gar nicht mal so viel Luft rauslassen, aber jetzt machen wir es eben doch, weil es ist schon echt fieses Wellblech mittlerweile. Ich habe auch das Gefühl, dass durch die Höhe sich der Luftdruck gesteigert hat. Irgendwie hatten wir viel mehr als unten noch im Tal. Wie viel denn jetzt? Ja, wir hatten fast 70 PSI. Und ich hatte ja schon gestern noch rausgelassen. Auf 60? Ja. Krass. Kann schon sein. Okay, weiter geht's. Was wir auch noch in der Höhe merken, ist, dass nicht nur wir keine Leistung haben, sondern auch Jimmy fast keine Leistung hat. Man sagte, dass man auf etwa 1000 Meter man 10% der Leistung verliert. Mittlerweile sind wir auf über 4000. Das heißt, wir haben 40% Leistungsverlust. Also ist nicht mehr viel übrig bei 130 PS. Aber Jimmy schlägt sich richtig gut. Also Er gibt sein Bestes. er gibt sein Bestes. Sandig hier. Das war jetzt gerade ein bisschen unangenehm. Ja, sehr unangenehm. Da war jetzt echt ein ganz schön langes Stück jetzt mit weichem Sand. Jetzt gerade ging es auch bergab, das war ja noch relativ gut, aber wenn man dann denkt, wir müssen da bergauf wieder zurückfahren, dann ja, fängt man schon an, sich Gedanken zu machen, gerade mit der wenigen Leistung des Motors und ja. Wir sind da und Wow. Wahnsinn! Wie viele Flamingos sind denn hier bitte? Geil. Wahnsinn! So cool, hier so viele Flamingos zu sehen, hatten wir gar nicht erwartet. Wir wussten, dass hier oben im Sommer etwa 19.000 Flamingos sein sollen, aber wir sind im Herbst, also wir hatten nicht mehr gedacht, dass so viele Flamingos hier sind. Das sieht richtig schön aus und ich glaube, das letzte Mal, wo wir so viele und noch mehr Flamingos gesehen haben, war x Jahre her auf der Lagunenroute bei der Laguna Colorada. Das ist einfach so ein Spektakel, so viele von denen zu sehen. Ich finde das richtig cool. Mit dem Grund, wieso wir ein bisschen skeptisch waren, ob wir hier wirklich viele Flamingos sehen, ist, dass hier vor einer Zeit die Vogelgrippe grassierte. 2023 war das, wo doch einige Flamingos, gerade hier bei der Laguna Grande und der Laguna Diamante, eine Lagune weiter, da sind einige Flamingos gestorben, da wurden sie tot aufgefunden. Und das Problem ist ja, Flamingos sind Zugvögel, das heißt,
kaum steckt sich ein Vogel an, kann er den ganzen Schwarm anstecken und sobald der migriert, kann der weiter diese Krankheit verbreiten. Und es hat sogar auch Übertragungen auf andere Tiere gegeben. Es sind tausende Seelöwen gestorben und das sogar auch auf Valdez, wo wir ja letztes Jahr schon waren und da Orcas und auch ein paar Seelöwen gesehen haben. Also es ist krass, was die Vogelgrippe anrichten kann. Lustig, wie sie da durch das Eis versuchen durchzustampfen. Ja, voll. Kann es sein, dass es verschiedene Flamingos sind? Ich glaube schon. Also die Farbe ist ein bisschen anders. Ich glaube, es sind, wie heißen die, Anden-Flamingos und James-Flamingos. Das ist schon cool, die Tiere. Ja, voll. Und da hinten sind noch ein paar kleine. Ah, ja. Stimmt. Ich dachte, es sind ganz andere Vögel. Nee. Wow, und die Kulisse. Unglaublich schön. Wenn es noch nicht so kalt wäre. Ja. Krass, also ich hatte schon mit kälteren Temperaturen gerechnet, aber hier ist der Boden richtig gefroren, das ist eine richtige Eisschicht. Und man sieht auch die Flamingos, die, wenn sie versuchen wegzufliegen oder zu landen, wie sie auf dem Eis rutschen, das sieht schon sehr witzig aus. Das sieht wirklich lustig aus, mit diesen langen, starksigen Beinen, wie tollpatschig die auf einmal wirken. Ja, aber allgemein, die Lagune, die sieht schon sehr, sehr speziell aus. Auf jeden Fall, ja. Here's a mess, but you don't mind. You just laugh, let it fall where it lies. Coffee's cold, but we take a sip, talk about nothing. Let the morning slip. Oh, it feels like that, like summer air through window. Summer sun on quiet tracks. Oh, it feels like that, like the summer rain that falls so slowly on the neck. Es ist so richtig eisig und der Wind ist auch richtig stark mittlerweile. Wir müssen uns drin mal ein bisschen aufwärmen und ja, vielleicht essen wir auch was Kleines. Ja, und unbedingt die Daten übertragen, denn wir haben so viele Aufnahmen wieder von Flamingos und von dem Fuchs gemacht. Der wilde Fuchs, so ein schöner Fuchs. Der war wirklich so süß, aber wir haben auch gesehen, jetzt kommen langsam ein paar Touren, also mit ihren so Pickups oder 4x4 Fahrzeugen und aus dem einen haben sie ihm dann Essen zugeworfen. Wie kann man nur? Also das sind wilde Tiere hier, man sollte sie nicht füttern. Und genau, die Touranbieter sollten doch das am besten wissen. Ja, und auch versuchen, ihren Kunden verantwortungsbewusstes Verhalten in der Natur beizubringen. Ja. Aber aber süß war er trotzdem. Ja, süß war er trotzdem. Richtig windig draußen, nicht? Ja. Man hört es hier durch den Max-Fan durch. Den ganzen Van schüttelt es. Ja. Naja, kein Wunder auf 4300 Metern. Ah, da kommt noch ein zweiter. Sind das zwei Füchse? Ja, es sind zwei. Da ist noch ein größerer dabei. Na gut, so schön es auch war, es wird Zeit für uns aufzubrechen. Wir haben ja doch noch mal 2,5 Stunden vor uns und es wird echt ungemütlich hier mit dem Wind und der Kälte. Robert ist schon vorgegangen, er macht sich ein bisschen Sorgen, ob der Motor wirklich startet auf dieser Höhe. Ich glaube, das wird schon, aber ja,
Jetzt gehen wir zurück zum Van, fahren los und ja, hoffen, dass die Rückfahrt gut klappt. Wow, wo sind wir hier wieder gelandet? Das ist wieder so eine unglaubliche Landschaft. Ja, wirklich. Und mit den Flamingos, also das ist so, der Vulkan, die Berge, Flamingos, diese blaue Lagune davor, das ist... Und auch diese rote Lagune dahinter, Ja. das ist ja, also die Farben, die kommen richtig so schön zur Geltung, vor allem am Morgen. Ja, das ist wirklich surreal. Oh. Hier hinten auf der Weide sieht man auch die Alpakas, wie sie wieder herkommen. Die sind so süß. Obwohl, es könnten auch Lamas sein, die sind sich ja recht ähnlich. Das sind auf jeden Fall die ersten Alpakas, die wir auf der Reise sehen. Bisher waren es ja Guanacos unten im Süden und jetzt die Vicuñas, die hier so wild sind. Aber ja, Alpakas hatten wir noch nicht gesehen. Und der Unterschied ist, also sie gehören alle zu den südamerikanischen Kamelen, also es sind Kameloide, aber Vicuñas und Guanacos sind wild, wobei Vicuñas heller und ein bisschen zierlicher sind und nicht so weit südlich vorkommen, eher in den Anden. Und Alpakas und Lamas wurden eigentlich domestiziert, wobei die Lamas eher als Lasttiere genutzt werden und Alpakas für die Wolle. Ich finde sie alle toll. Ich finde die Alpakas ja auch richtig süß, aber mir gefallen die Vicuñas fast ein bisschen besser. Die sind nicht ganz so flauschig, aber die haben ein viel süßeres Gesicht und ja, am liebsten würde ich gleich einen einpacken und mitnehmen. Aber ja, der Platz im Van passt. Da muss ich Jessie rauswerfen, das geht nicht. Ja, ich weiß nicht, wo ich meine Prioritäten hätte. Nee, aber was ich auch sehr eindrücklich finde, ist der Vulkan hier hinter mir, der Carachipampa-Vulkan. Der ist vor etwa 750.000 Jahren das letzte Mal ausgebrochen. Aber wenn man den so anschaut, also die Lava, die ist ja, also das Gestein, das ist ja noch immer so schwarz, das sieht aus, als wäre der letzte Woche ausgebrochen. So lustig, die sehen aus, als hätten sie irgendwie in der Keksdose genascht. Die haben teilweise so eine weiße Nase von dem Salz am Boden. So als hätte man sie gerade ertappt beim Naschen. Wir sind uns jetzt auch gar nicht mehr ganz so sicher, ob das Alpakas oder Lamas sind. Vielleicht kennt sich irgendjemand von euch aus. Schreibt es doch unten gerne in die Kommentare. Aber man merkt, die sind gar nicht scheu. Also die stehen hier und die kommen einfach zu uns, essen hier. Und es sieht so lustig aus, wie sie die Algen aus dem Wasser ziehen und dann der gesamte Kopf da reingeht und sie da überall rausschnuddern. Sie sind richtig süß. Vielleicht packen wir doch einen ein. Ich glaube schon.
Kaum zu glauben, aber dieser wunderschöne Ort ist eigentlich nur ein Zwischenhalt. Denn eigentlich wollen wir noch an einen weiteren Ort, ein Stück von hier. Wir wissen nicht, wie lang die Strecke genau ist, denn da gibt es irgendwie in unseren Karten nirgendwo eine Straße eingezeichnet. Luftlinie ist 16 Kilometer. Es wird aber definitiv lange dauern, weil das Gelände ist ziemlich schwierig. Wir wissen auch nicht, ob wir mit unserem Auto wirklich bis dahin kommen. Aber wir probieren es mal. Und wir haben uns dafür wenigstens auch Verstärkung geholt. Ihr wisst ja, unsere Freunde sind in der Umgebung auch unterwegs, in der Puna-Ebene. Wir haben uns jetzt hier mit allen getroffen und fahren jetzt gleich zusammen los. Ich bin schon richtig gespannt, wie das laufen wird. Aber ja, wenn man Unterstützung hat, mentale und physische, dann fällt ja sehr vieles, einiges einfacher. Wir fahren in Richtung Piedra Pómez. Das soll eine ganz besondere Sand- oder Steinformation sein, aufgrund von vulkanischer Aktivitäten. Und eigentlich heißt es überall auf dem Weg dahin nur 4x4 Offroad und ja, dass es sehr schwieriges Gelände ist oder schwierige Straßen. Drum, wir sind darauf eingestellt, dass wir vielleicht gar nicht dahin kommen und irgendwo umdrehen müssen. Unsere Erfahrung hat bisher gezeigt, dass es manchmal nicht so schlimm ist, wie es heißt. Manchmal aber eben doch. Und darum ist das so schwierig einzuschätzen. Wir sind jetzt mal optimistisch, aber wir stellen uns auf viel Ruckeln, schwierige Straße ein und dass wir eben vielleicht auch einfach umdrehen müssen. Ich glaube, hier müssen wir Anlauf holen. Links oder rechts? Also gefühlt sind wir jetzt gerade mal 100 Meter gefahren und schon kommt hier eine heikle Stelle. Es ist recht steil, wo man bedenken muss, dass wir ja wenig Leistung am Motor haben. Und egal welche Linie wir fahren, wird das Auto richtig durchschütteln. Sind Stufen teilweise drin, also keine Ahnung. Aber wir probieren es jetzt einfach mal, oder? Führt kein Weg dran vorbei. War doch voll souverän, oder? Also war wirklich voll souverän. Also, ich hätte es deutlich schlimmer erwartet, Ja. ehrlich gesagt. Ist eben meistens doch nicht so schlimm. War ein Klacks, oder? Voll locker. War nicht so. Nee, war ganz rechts halt am besten. Ja, das glaube ich wirklich besser, weil du da auch in der Mitte dann nicht aufsetzt. Weiter geht's zum nächsten. Also ich finde, das macht schon richtig Spaß. Ja. Bist du barfuß gefahren? Ja, immer barfuß. Ich habe mehr Gefühl beim Fahren. Ist kein Problem. Ja, passt. Oh, aber was für eine Wolke von hinten da noch so rauskam, das brutal. Aber vom Staub oder von außen? Staub? Puh, mich sogar aus beidem, ehrlich gesagt. Was? Ich fahre jetzt da nicht mehr runter. Yay! Man unterschätzt ja immer wieder, was Fahrzeuge imstande sind zu machen. Also ich bin immer auch überrascht, was Jimmy leistet. Also ich hatte da schon ein bisschen Bammel, aber am Ende ging es gut. Das Lustige ist, wir müssen den gleichen Weg nochmal zurück machen. Also ich liebe ja solche Fahrtage. Es gibt die Fahrtage, da fährt man 700, 800 Kilometer einfach von A nach B und das ist so, nee.
Aber diese Fahrtage, wo es so ein bisschen Action gibt und man immer wieder gucken muss, wie fährt man jetzt da durch, wie macht man das am besten und wo man sich vom Auto eben doch immer wieder überraschen lässt, was es alles kann. Ich finde das, ja, ich weiß nicht, dafür gibt es keine Worte. Also es ist schon ein bisschen Adrenalin mit drin, das glaube ich schon. Aber ganz viel Dopamin und sehr viele Glückshormone für mich auf jeden Fall. Das ist ja richtig heftig. Unglaublich. Das war eine komplett neue Landschaft, die man so noch nie gesehen hat. Wo sind wir hier wieder gelandet? Das ist ja... Was ist das hier? wir auf einem anderen Planeten. Wow, hat sich gelohnt, oder? Der Weg. Ja, aber wir müssen alles noch zurück. Das ist okay. Schlimmstenfalls machen wir es morgen. Ja. Ich glaube immer. Es war auch gar nicht so einfach, wirklich viele Informationen zu Piedra Pómez zu finden. Es gibt tatsächlich wenige Initiativen bisher, in denen Piedra Pómez erforscht wurde. Viele Fragen sind noch offen. Was man aber weiß, ist, dass der Ursprung definitiv vulkanisch ist. Das Feld oder die Basis des Feldes wurde gelegt bei einer der Eruptionen eines nahegelegenen Vulkans, von denen es ja zahlreiche gibt. Ja, dann über die Millionen von Jahren hat sich durch Erosion, durch das bisschen Wasser, das hier fällt, aber vor allem auch durch den Wind, der hier öfters geht, ja, diese surrealen Formationen gebildet. Das ist wieder sowas, wo wir einfach nur staunen können. Es ist faszinierend, was wir alles in dieser Puna-Ebene erleben dürfen. Wir haben ja schon viel gesehen, aber das ist nochmal so anders. Es ist unglaublich. Es ist ja schwer zu glauben, was diese Erde alles zustande bringt. Es fällt einem hier auch direkt auf, dass alle diese Felsen in dieselbe Richtung zeigen, nämlich von dieser Seite her kommt eine Art wie eine flache Rampe und dann brechen sie hier ab oder haben sogar einen Überhang wie dieser Fels hier. Und das ist ganz einfach wegen des Windes. Ja, ich glaube, das macht dieses surreale Bild auch aus. Auch speziell ist, dass sie von oben immer dunkel sind. Das ist so ein dunkles Orange-Braun und das bildet richtig schöne Kontraste. Die Puna-Ebene ist ja eigentlich ziemlich unbekannt. Man vergleicht sie zwar immer wieder mit der Lagunenroute in Bolivien, aber wir müssen schon sagen, dass es hier für uns, die ja schon die Lagunenroute schon mal gemacht haben, doch nochmals irgendwie spezieller ist. Es ist viel abwechslungsreicher und so verschieden. Also hier zu stehen, in dieser Landschaft, also
Was war das für ein Tag? Unglaublich. Der Wahnsinn. Also, ja. Aber es ist richtig kalt geworden. Sobald die Sonne runtergeht, ist es richtig kalt. Ja. Wir haben auch schon angefangen zu kochen. Jetzt gibt es gleich zusammen Abendessen. Und ja, im nächsten Video geht es weiter in der Puna-Ebene, denn es gibt noch viel mehr Schönes zu entdecken. Wir hoffen, ihr seid weiterhin dabei. Abonniert den Kanal, damit wir weiterhin solche verrückte Sachen machen wie in den letzten Tagen. Ja, sehr gerne. Hinterlasst auch gerne einen Kommentar, ein Like und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hasta luego. Hasta luego. Den Carapachi Pampa. Karachi Pampa. Ja, Karachi Okay. Laguna Cacciarapampa. Cacciarapampa.